Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wenn der Winter näher rückt, erreichen mich immer mehr Wünsche von euch nach einer winterlichen Landschaft. Ich bin ja auch im Winter gerne draußen mit dem Skizzenbuch unterwegs, vor allem wenn es schön geschneit hat. Du wirst ja dieses Video jetzt wahrscheinlich im Warmen anschauen, also hol dir einen Becher Tee, pack die Malsachen aus und male jetzt mit mir Wintertannen im Schnee. Bevor es jetzt gleich mit dem Motiv losgeht, möchte ich euch alle einladen, mit mir zusammen am 10. Dezember beim öffentlichen Livestream-Abend zu malen. Um 19 Uhr beginnt der Malabend hier direkt auf YouTube und jeder kann mitmachen. Damit ihr dann auch mitmalen könnt und gut vorbereitet seid, werde ich Skizze, Materialliste und Referenzfoto auf meiner Steady-Unterstützerseite als öffentlichen Post für alle hinterlegen. Du musst also als Unterstützer nicht angemeldet sein, um dir Materialliste und Referenzfoto herunterladen zu können. Wir haben unter dem Video einen Link zur Steady-Seite gesetzt, dort kannst du draufgehen und dann unter Post den entsprechenden Post auswählen und dann sollte das Herunterladen kein Problem sein. Wir werden am Abend dann gemeinsam dieses schöne Motiv malen. Ich werde im Chat eure Fragen beantworten und ich freue mich, wenn, so wie im letzten Jahr wieder, mehrere hundert Leute mitmachen. Also schalte einfach am 10. Dezember ein, hol dir vorher Skizze und Foto und mach mit beim öffentlichen Livestream. Ich freue mich schon drauf und jetzt geht es erstmal weiter mit unseren Wintertannen. Hier liegt jetzt schon mein Referenzfoto. Foto und Skizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Zuallererst versuche ich herauszufinden, wie die Tonwertstufen in meinem Bild verteilt sind. Die hellen Tonwerte werden im ersten Farbauftrag gemalt und die dunklen Tonwerte im zweiten Farbauftrag. Schnee ist natürlich grundsätzlich erst einmal hell. Aber wenn ich hier auf mein Foto schaue, kann ich doch sehen, dass der Himmel als hellste Form eine Stufe heller ist als die schattigen Stellen hier in den schneebedeckten Tannen. Wenn man es auf den ersten Blick so noch nicht erkennen kann, empfehle ich immer hier den Blick durch so ein kleines Guckloch. Das ist einfach ein Stück weißer Aquarellkarton, den ich mir hier mit einem Cutter ausgeschnitten habe. Das Loch ist ungefähr 1 x 1 cm groß. Und wenn ich jetzt hier den Ausschnitt auf eine schattige Stelle im Schnee lege und dann schnell hinüberschiebe in den Himmel, dann sehe ich, dass der Himmel doch deutlich heller ist als dieser Tonwert hier im Schnee. Bei der kleinen Tanne hier können wir das sehr gut erkennen, an diesem Bereich. Hier ist der Ast mit den schneebedeckten Tannennadeln und dahinter heller der Himmel. Das heißt für mich, ich kann jetzt ganz entspannt erstmal die helle Himmelsform malen und dann werde ich in einer leichten violetten Lasur die Tannen als Gesamtheit auftragen und dann die dunklen Tannengrünstellen hineinarbeiten in diesen zweiten Farbauftrag. Für den Winterhimmel grundiere ich jetzt mit einer ganz leichten Lasur Sienna Natur und male dann den blauen Himmel darüber. Mit Kobaltblau geht es jetzt direkt in die noch nasse Fläche hinein. Und im oberen Bereich intensiviere ich das Blau noch einmal. Wichtig ist, dass der Himmel hier hinter den Tannen wirklich hell und leuchtend erscheint. Nachdem der Himmel jetzt komplett trocken ist, mische ich mir eine Schattenfarbe für die schattigen Bereiche des Schnees in den Tannen. Ich nehme hier Kobaltblau, etwas Alizarin Karmesin und versuche die Farbe, während ich jetzt die schattigen Formen male, ab und an zu variieren.
Im unteren Bereich kommt in die Farbigkeit auch ein wenig Sienna Natur mit hinein. Auch dieser Farbauftrag muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. Für den nächsten Arbeitsschritt muss das Papier jetzt wirklich vollkommen trocken sein. Um jetzt die dunklen Formen hier unter die schneebedeckten Tannenzweige einzufügen, feuchte ich gelegentlich hier einige Bereiche der Fläche an. Das muss gar nicht überall sein, gelegentliches Anfeuchten reicht, damit ich manchmal weiche Übergänge bekomme. Auch das Reinspritzen mit der Sprühflasche sorgt jetzt für ganz zufällige angefeuchtete Stellen auf meinem Papier. Die dunklen Stellen zwischen die schneebedeckten Äste setze ich jetzt mit einer sehr kräftigen Mischung aus Französisch Ultramarin, Perilane Green und auch ein wenig Sienna gebrannt. Ich arbeite hier mit meinem neuen Linierpinsel. Dieser Pinsel ist für Unterstützer unseres Kanals demnächst verfügbar. In die dunklen Flächen sprühe ich mit der Sprühflasche einen kleinen Nebel auf und freue mich, wenn die Fläche hier durch die kleinen Tröpfchenstrukturen aufbricht und interessanter erscheint. Auch bei der zweiten kleineren Tanne feuchte ich hier diese Bereiche an, die direkt unter dem Schnee liegen, um hier weiche grüne Tannennadeln ansetzen zu können. Ein paar extra Dunkelheiten hier in die Mitte der Tanne. Hier kommt sehr wenig Licht an und es ist dementsprechend hier noch etwas dunkler.
Auch hier links deute ich einige kleinere Tannen im Hintergrund an. Und auf der rechten Seite möchte ich hier hinten eine Bergkette in dunklerem Tonwert malen. Das erlaubt mir hier noch einmal das negative Aussparen dieser unteren Tannenzweige des rechten Baumes. Hierfür mische ich mir eine Farbe aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und auch ein wenig Perylane Green. Etwas Permanent Alizarin kommt auch noch mit hinein. Nun fehlt noch der vordere Bereich. Hier ist ein Abhang oder ein Weg, schneebedeckter Weg. Ich feuchte die Fläche an. Das muss auch nicht so ganz gründlich geschehen und setze dann zart kobaltblau gemischt mit Alizarin Karmesin hinein. Ein paar Stellen können weiß bleiben und mit einigen Spritzern gebe ich zusätzlich Struktur in die Fläche. Nun kann das Bild noch einmal trocknen, bevor ich dann mit dem Titanweiß aus der Tube die Highlights setze. Einige ganz helle Bereiche gibt es hier ganz oben auf den schneebedeckten Zweigen gelegentlich und hier nutze ich jetzt mein Titanweiß direkt aus der Tube, um ein wenig Glanz in dieses Bild noch hineinzubringen. Nicht zu viel, wirklich nur einige kleine Glanzpunkte auf der sonnenbeschienenen Seite der Tannen. Wer es jetzt richtig winterlich haben will, kann es noch ein wenig schneien lassen. Hierfür verwende ich auch das Titanweiß direkt aus der Tube, drücke es hier auf meine Palette und nehme dann eine alte Zahnbürste, mit der ich die Farbe jetzt hier aufnehme und dicht am Papier unter häufigem Drehen der Zahnbürste hier, nicht immer nur in eine Richtung spritzen, kann ich einen kleinen Schneesturm auf meinem Blatt entfalten. So, ich hoffe, das Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, es jetzt auch auszuprobieren. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns am 10. Dezember zum öffentlichen Livestream mit diesem schönen Motiv. Wir malen gemeinsam und ich beantworte auch im Chat eure Fragen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche wieder auf YouTube, wenn ein neuer Film aus der Aquarellwerkstatt kommt. Bis dahin und tschüss, bis zum nächsten Mal.